one of my viewers asked me if I can make a reaction to this series of videos. It's called Irrsinn. Now, I never knew what this was, so I googled it, and it looks like it's from a TV show. This one here, Extra 3, which I believe from the description said it's a German satirical television show, and I believe that these are segments within this show. So really intrigued to see what this is all about. You can see the first one here is called Das Wunder Urinal in Cologne, and I believe this is some sort of urinal. So yeah, interested to see what this is. Tell me more about this. Tell me what your favourite Irrsinn video is. But let's check this out. I'm going to look at 3 different videos today. This is the first one. Dies ist die Geschichte eines kleinen Urinals. The Es story steht schon of a länger am urinal. großen Ebertplatz in Köln und fristet ein Nischendasein. Dabei will die Stadt mit dem Örtchen doch nur helfen und Wildpinklern eine zivilisierte Form der Whale Erleichterung peepers. bieten. Doch vor allem erfährt es Ablehnung. Also man soll dann pinkeln und in der Öffentlichkeit stehen. Von oben kann man dann filmen. Ja, theoretisch. Menschen, die hier vorbeikommen, fühlen sich gestört. Der Enkel auch, der riecht es schon von Weitem. Ich muss auch sagen, dass auch hier so eine Brise rüberweht manchmal, je nachdem wie der Wind so steht. Die Stadt Köln bekommt Mitleid mit dem kleinen Urinal. Say it takes pity on ein this urinal. zweites zur Seite, deutlich prominenter platziert, direkt neben dem Imbiss. Next Diese to a Idee der snackbar? Stadt finden nicht alle gut. Okay, man. Now, I don't know what to think about this. I've never seen an open urinal like this. So it's actually very unusual to me. Is this common in Germany, in other parts of Germany? I feel like there's something similar to this in Amsterdam. I've been to Amsterdam a couple of times and I feel like I remember something similar to this. From the outside, you would probably think, yeah, these people are exposed when they're doing the toilet, so people walking by might see something. Also, like that man mentioned, the smell from it could be bad, especially if it's like this beside a snack bar. But also, you've got to look at it like maybe during the night when, you know, people sometimes like to go to the side of the road or do the toilet outside because they can't find a bathroom. Maybe this is an alternative. Unsere Gäste hauptsächlich, die sind aufgestanden und gegangen. Wenn ein Klo nicht vernünftig gereinigt wird und der Wind weht und man in dem Wind sitzt, dann stinkt's extrem. Die Stadt Stinkt's reagiert. extrem. Der Gastronom hatte sich in den heißen Monaten aufgrund der Geruchsentwicklung trotz höherem Leerungsrhythmus einen anderen Standort gewünscht. Also geht das Urinal auf Reisen. Und zwar zunächst einmal über den Urinal Platz Travels. direkt neben das Basketballfeld. Mittendrin, statt nur dabei. Da spielen die doch Ball. Das ist so unpraktisch. Mütter und Kinder haben dann Männer beim Urinieren zu gucken können, wenn sie denn da verweilen wollten. Erneut gibt es Beschwerden. Immer noch will niemand das Urinal haben, also geht es weiter. Warum das jetzt hier so rumwandert, ist mir ein Rätsel. Die Stadt weiß eine Antwort. Es wird versucht, allen AkteurInnen, Ideen und Beschwerden gerecht zu werden. Der nächste Standort direkt neben dem U-Bahn-Ausgang etwas irritierend. Yeah, I guess like I can understand with regards to where it's been located, like somewhere like this beside a station or beside an eatery. I think it could probably be placed somewhere more hidden or somewhere that's not so close to so many people. It might be more beneficial like that. Kinda weird if there's so many people walking by. Quasi in den Genuss kommen des Urinals. Das ist zum Kotzen für eine Frau, weil wenn sie da dran vorbeigehen und es entledigt sich einer, ist es kein Anblick. Wir Frauen können das auch nicht. Also muss das Urinal nochmal umziehen. Nach dem Weg vom Imbiss zum Basketballfeld und weiter zum U-Bahn-Ausgang geht es noch ein Stückchen weiter, neben die Fahrradbügel. Jetzt müssten doch alle zufrieden sein mit diesem So this is where it's been placed finally, but I mean, I don't know how much these things are going to cover people's modesty. It's not like you can't see through them. Maybe if they made it like more solid, just like you completely block out the view of people, it might be more, people might be more receptive. Alleskönner. Egal wie, es ist
nicht schön und es ist keine gute Lösung. Ich glaube, der Druck muss schon sehr hoch sein, um dahin zu gehen. Ich finde, das ist nirgendwo angemessen. Das ist auch würdelos für Menschen, die wirklich ein Bedürfnis haben, ihre Notdurft zu verrichten. Außer der Stadt scheint niemand das kleine Urinal zu mögen, nur weil sie etwas zu öffentlich ist, diese öffentliche Toilette. Guten Tag. Okay, so I am very impressed. I really like this. You know, what I've reacted to so far on this channel has all been like people's experiences in Germany, some interesting topics with regards to Germany. But for me, with seeing the content of this, it seems like it's going to be like quirky news stories presented in a sort of humorous way, and I'm all for that. I feel like this is going to be a great insight into the real Germany, man. I am interested to see what the other videos are like. As I said, I've got 2 more videos today, so we can watch one again and then we can talk about it a bit more. This one's called Die Eingesaute Dame in Bielefeld, and this is what the person who recommended this video in particular, so again, intrigued to see what the content is. In der Woltmannstraße in Bielefeld steht das Haus von Johanna Pohlmann. Trautes Heim, Glück allein. Und seit kurzem hat sie sogar noch einen neuen, schmucken Zaun direkt vorm Haus. Was für eine Überraschung. Diesen Zaun hat eine Gütersloher Firma im Auftrag der Stadt hier hingesetzt. A company put that there on behalf of the city. So I guess it's being put here by like a local government, the city itself, and obviously they've hired contractors or whatever. But look at this image. And you see her. That is such a sad sight, man. This old lady basically penned in to her home like a sheep or some sort of animal. How sad is that, man? I feel bad for her. Diesen Zaun hat eine Gütersloher Firma im Auftrag der Stadt hier hingesetzt. Da kamen 2 Herren, die habe ich dann gefragt, was sie hier machen. Ja, wir haben den Auftrag und haben diesen Gefängniszaun hier hingesetzt. Ach, Gefängniszaun, einen schönen Stabgitterzaun hat die Stadt Bielefeld hier hingebaut. 1 Meter vom Haus entfernt. Denn das Grundstück da... Jeez, man, that's literally wrapped around her house. So I'm guessing this was her, what she believed to be her property before. You see the other garden here, theirs goes right out. So I'm guessing like this was her garden before, but the local government have just came in and really penned her in. That's mad. I mean, in a way, if that is the government's land, then they're in their right to actually do this. But seeing an old lady like this, having her property being taken away, kind of heartbreaking. Familie Pohlmann durfte es aber über 40 Jahre lang als Vorgarten nutzen. Hier war ein schöner Vorgarten, den wir betreut haben. Wir haben Blumen gepflanzt, hier war rechts und links eine Rabatte mit Blumen. Tja, das war einmal. 2017 braucht die Stadt ihr Grundstück dringend zurück für den Ausbau der Woltmannstraße. Dachte man im Rathaus jedenfalls. 2020 kommt raus. Im Zuge des Ausbaus der Woltmannstraße hat sich herausgestellt, dass das Flurstück 1040 für den Straßenbau nicht benötigt wurde. Doch den Vorgarten einfach Vorgarten sein lassen? Nein, es kommt zur Räumung und Umgestaltung des städtischen Flurstücks. Hier entsteht jetzt schickes Straßenbegleitgrün. Das schnöde Vorgartengrün muss natürlich... It's such a small area, like is it really that important that they take that land back? Do they really need that? They can't just use this path here? Weg. Für die Errichtung des neuen Zaunes ist es notwendig, den auf der Grenze stehenden Buchsbaum zu beschneiden oder einfach zu halbieren. So herrscht hier endlich wieder Ordnung. Wenn die Stadt ein Grundstück hat, kann sie doch nicht den Bürgern den Weg zur Straße wegnehmen. Doch, kann sie. Der neue Stabgitterzaun wird jedoch kein Tor enthalten, da dies zur Erschließung ihres Grundstücks nicht notwendig ist.
Überhaupt im Garten, dann an der Garage entlang The und schon music steht sie an in her ihrem Tor walking. zu. Das hält die 95-Jährige. 95 years old. Das war schon abends im Dunkeln nach seiner Praxis, kam er hier an, wollte zum Rechten gucken bei mir und den latscht er hier vor dem Zaun rum. Ja, sagt er, wo ist denn der Eingang? Ja, hier nicht. Jedenfalls noch nicht. Nachdem Frau Pohlmann abgelehnt hat, ihren alten Vorgarten für 27.030 €. They were going to charge her 27,000 euros for that small piece of land. I guess it's just hard to understand for zu me. kaufen, Man. denkt die Stadt jetzt darüber nach, zumindest wieder ein Tor einzubauen. Na, jetzt dankbar, Frau Pohlmann. Mich hat zu Anfang erstmal wütend gemacht. Ne? Inzwischen denke ich, da sind andere Leute für zuständig, die sich dafür schämen sollten. I mean, she's right, man. I guess it makes it more heartbreaking because of who she is. If it was like a young couple who just moved in there and they were told you need to take away your garden, maybe it wouldn't be so hard to watch. But a 95-year-old lady who lived there for 40 years and she's saying you should be ashamed, someone should be ashamed of themselves. She seems like a very humble, nice woman. And like for someone that age, like their garden's so important. They can do gardening. It's good for their mental health, good for their lifestyle. Yeah, I just feel bad for her, man. But again, it's a very interesting story. This is something I'll definitely never be able to see on any other sort of video I've watched before. So this series, yeah, it's giving me a great insight into a Germany that I've not yet explored. So that's great. Next, we've got this. It's called Abgeschgat Tisch. Das ist Restaurantbesitzer Michael Neckel. Im Sommer stellt er für seine Gäste in Berlin-Friedrichshain Tische nach draußen. Dafür gibt es strenge Regeln. Wir durften 13 Jahre lang die Stühle bis hier hinstellen, etwa bis zu dieser Höhe, wo diese großen Platten hier enden. Und im 14. Jahr wurde uns dann gesagt, Schluss damit, nur noch 1 Meter. Und das hieß bis hierhin. Ja? Doch auch dieser 1 Meter ist 2016 plötzlich zu lang, sagt das Ordnungsamt. Ja, dann machen wir mal. Ja, dann. It'd been there so long, man. I see things like this. I mean, especially living in Asia. Sometimes you see roadside restaurants and they just take over the road. There's tables and chairs everywhere, cars parked everywhere. But this is like literally inches, and it had been there for over a decade. And then finally, someone maybe walk by and say, "Oh, this is a bit too long. Get the measuring tape out. This should be changed." I guess it maybe can show a bit more about that German mentality with regards to rules and regulations. I mean, that's not applicable to everybody, of course, but in maybe government offices, maybe they're very like sticklers for the rules and everything has to be very precise. Wollen wir mal genau nachmessen. Es waren 3 cm weniger erlaubt, als er beantragt hatte. 3 cm. Also sprich statt 1 Meter nur noch 97 Zentimeter. Denn die 1 Meter langen Tische ragen dem Ordnungsamt zu weit in den Gehweg hinein. Dieser Gehweg soll 1,50 Meter betragen. Das ist quasi die Voraussetzung dafür, dass mindestens 2 Personen sich queren können. Tja, und hier sind es zwischen Tisch und Gehwegende nicht 1,50 Meter, sondern nur 1,47 Meter. Das geht nicht. Wegen dieser 3 Zentimeter, die fehlen, ist ein gefahrloses Begegnen von 2 Passanten unmöglich. Sehen Sie ja. Es muss also dringend etwas mit den zu langen Tischen geschehen. Nur was? Es wird keine entsprechend konfektionierten Tische geben, die exakt eine Tiefe von 97 Zentimeter haben werden. Es ist kein übliches Maß. Ja, das mag sein. Und nun? Ich kann aber keinen Gehweg neu bauen. Nee, musst du ja. Well, man, he's got a bit of an attitude, but for the sake of 3 centimeters, it's I mean, it's affecting this restaurateur's life as well, having the hassle of having to deal with something so small. But again, if there are rules in place, it's like this thing, should some things be allowed to just bypass the rules?
it's like, I guess there's like a deeper question here as well. Like if they break the rules for this one person, then everybody might break the rules type thing. Yes, they need to have control. But it's interesting to see the mentality. Lieber schön selbst was einfallen lassen. Oder? Ja, muss sich was einfallen lassen, genau. Und Michael Neckel fällt etwas ein. Der Restaurantkaufmann legt selbst Hand an und verabschiedet sich von den 3 Zentimetern des Anstoßes. DIY? Why is he wearing a suit as well? Auflagen des Amtes Genüge getan. Oh man, sorry, I'm like just messing up there. Look at that. That image there with the dust in the broken pieces of table, the equipment. That is fantastic, man. Really taking taking what they're told to the extreme. Ist Genüge getan. Entweder Sie haben Regeln oder Sie haben keine und da können natürlich die Regeln jetzt versuchen einzuhalten oder Sie können die Regeln aufweichen. Regeln aufweichen? Niemals. Aufheben schon gar nicht. Nur die Kanten, die kann man aufheben und dem Amt stolz präsentieren. Aber gedankt wird's einem dort nicht. 3 Zentimeter Stück Holz, was soll das? Stimmt, was soll das? Oh my god. So. Oh man, that guy's got some like almost bordering on arrogance. Yeah, what I take from this is it seems to be stories with regards to kind of local governments and their bureaucratic processes, sometimes not making the residents as happy as they could be. But I absolutely love the way they're created, and yeah, again, focusing on stories that I would probably never hear about otherwise, and really seeing another side to Germany. So tell me what you think about these. What's your favourite Wheeler Irrsinn ever? What's your most memorable? And maybe I'll check them out soon. Thanks.